Man nehme das lateinische Wort für Ente, Anatidae, und setze das Wort Phobie dahinter. Und schon erhält man den Namen für die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Anatidae-Phobie. Eine sehr skurril klingende Angst, wenn man betrachtet, dass eine Ente kleiner und harmloser als die meisten anderen Tiere ist. Eine seltsam klingende Phobie mit einem altklingenden Namen, die man unter vielen anderen im Internet findet. Viele davon lassen sich logisch erklären und medizinisch nachweisen. Manche klingen aber so skurril, dass sich die Frage stellt, ob es diese Phobien überhaupt gibt. Was macht eine ernstzunehmende Phobie überhaupt aus? Oder sollte man jede Phobie ernst nehmen, egal wie irrational sie scheint? Was macht eine Phobie zu einer Phobie? Eine Phobie ist im Grunde genommen eine Angstreaktion vor einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Objekt, welche in erster Linie im Kopf entsteht. Angst ist eine sinnvolle und wichtige Reaktion, die dich vor bedrohlichen Situationen schützen kann. Sie ist rational. Doch wenn diese Angst übertrieben und sehr stark ausgeprägt ist, dich lähmt und dich beispielsweise daran hindert, dein Haus zu verlassen, dann spricht man von einer irrationalen Angst. Der entscheidende Faktor, um von einer Phobie sprechen zu können, ist, dass sie dich in deinem Alltag einschränkt. In Deutschland leiden viele Menschen unter Phobien. Die meistverbreitete Angst ist die vor Spinnen und ähnlichen Krabbeltieren. Ebenso wie Höhenangst, die für viele Personen nachvollziehbar ist. Clowns hingegen, die 10,3% ausmachen, kann man schon eher als ungewöhnlicher und skurriler bezeichnen. Sofern sich nicht hinter jeder Clownmaske eine gefährliche Person versteckt, geht keine Gefahr von einem Clown aus. Es gibt viele weitere Phobien, die auf den ersten Blick seltsam erscheinen. Eine dieser ungewöhnlichen Phobien, der man oft im Internet begegnet, ist die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Die am Anfang des Videos genannte Anatidae-Phobie. Im ersten Augenblick klingt auch diese Angst sehr merkwürdig, denn eine Ente ist nicht gefährlich und hat auch kein Interesse an deinem Privatleben, also wird sie dich deswegen nicht beobachten, außer du hast Brot. Ernstzunehmend wäre diese Angst auch nur dann, wenn sie dich stark in deinem Alltag einschränken würde. Doch wann begegnest du einer Ente, außer am Wasser, wo es sich gut vermeiden ließe? Doch was wäre, wenn du beruflich als Tierpfleger im Zoo arbeitest? Dich würde ständig das Gefühl beschleichen, dass die Ente, die du in ein paar Minuten füttern musst, dich die ganze Zeit beobachtet. Für Menschen, die in ihrem Alltag mit ihren Phobien konfrontiert werden, sei sie noch so skurril, ist es nicht lustig und stellt ein ernsthaftes Problem dar. Die Entstehung solcher Phobien können unterschiedliche Gründe haben. Einschneidende persönliche Erlebnisse in der Kindheit oder eine dramatische Vergangenheit mit einer Ente, die im Alter nicht abgelegt werden konnten. Stress und Belastung oder erlernte Verhaltensweisen, die von den Eltern übernommen werden, können auch als Auslöser gelten. Vermutet werden auch Gene oder ein Ungleichgewicht bestimmter Stoffe im Gehirn. Urängste, Mythologie, Geschichte und Aberglaube sind fest verankert und können ebenfalls zu Phobien führen. Das Geschlecht ist ebenso entscheidend, denn Frauen entwickeln häufiger Phobien als Männer. Der Anteil der Männer, die im Jahr 2017 Phobien entwickelten, liegt bei 2,8%, während der Wert der Frauen bei 4,7 liegt. Um die Erlebnisse mit der Angst zu vermeiden, greifen viele Personen zu drastischen Maßnahmen, wie bei der Coumpo-Uno-Phobie, die Angst vor Knöpfen. Bettbezüge nur mit Reißverschlüssen, Poloshirts sind ein Tabu. An Hemden und Jacken werden die Knöpfe abgetrennt und die Tage, an denen ein Anzug getragen werden muss, kann an einer Hand abgezählt werden. Selbst das Wort Knopf wird im schlimmsten Fall sogar ganz aus dem Wortschatz gestrichen. Viele Phobien wirken so, als könne man sie nicht ernst nehmen, wie die Cenosilika-Phobie, die Angst vor leeren Gläsern, die eher so wirkt, als sei sie aus einem Scherz an einem gemütlichen Saufabend entstanden. Im Internet finden sich weitere zahlreiche Beispiele mit vielen hundert Phobien. Die meisten davon stellen aber eher eine nicht krankhafte Form von Abneigung vor etwas dar. Der Begriff Phobie sollte aber nicht so leichtfertig verwendet werden. Auch darf nicht jede skurrile Phobie weggelacht werden, nur weil diese unter normalen Umständen nicht ernstzunehmend und wesentlich seltener als eine Spinnenphobie ist. Denn wenn diese skurrilen Phobien tatsächlich die Lebensqualität der betroffenen Person mindert, dann erfordern diese ernstzunehmende Untersuchungen. Angst sollte niemals ausgelacht werden.